Servus, Pascal von Radsport Erdmann hier. Wir haben mal wieder was Neues für euch. Forbidden haben ihr erstes E-Bike gelauncht und zwar mit einem richtigen Knall. Das ist das Druid Core E. Es gibt noch das Druid Lite mit dem revolutionären DJI Avinox Motor. Der geistert jetzt schon ein bisschen in der Weltgeschichte rum. Ihr werdet ihn alle kennen. Über 100 Newtonmeter Drehmoment bis zu 1000 Watt Power. Das wird mega spannend, wie das Ganze zusammen mit der High Pivot Witchcraft von Forbidden funktioniert. Ja, genau, sie haben ihr High Pivot System auch ins E-Bike übertragen. Mega spannend, wie sich das verhalten wird zwischen Motor, Power und dem Antriebsritze. Hier ist doppelt gelagert. Ich bin sehr gespannt. Auch ihr Geometrieansatz hat mich wieder total überzeugt von Anfang an direkt. Sehr lange Kettenstreben wieder, die beim Einfedern noch länger werden. Gepaart mit einer sehr hohen Front. Ich verspreche mir dadurch eigentlich ein sehr zentrales Gefühl vom Bike, dass man schön mittig steht. Ja, sehr interessant. Ich werde die erste Runde drehen und dann euch direkt im Anschluss daran berichten. Und genau, das Bike hat jetzt 160 mm und 150. Es gibt noch eine kleinere Version mit 150, 140. Genau, aber auf die Details gehen wir dann später ein. Wir wollten euch das Rad nur zeigen und ja, jetzt geht es auch gleich ab ins Gelände, würde ich sagen. Erstmal Apfel-Challenge. Junge, Alter! Das war super easy. Jawohl. Easy. Let's ready. Let's go. Alter! Junge! Alter! Oh! Junge, wie zieht denn der am Gas schon hier? Oh, jawohl! Oh! Oh! Jo, Alter! Schön auf der Kante fahren. Ja, haben jetzt 2 Uphills gemacht, einen Downhill. Also ja, Uphill hier, wenn du den Boost reinhaust, da fährt sich das Ding wie eine Motocross auf jeden Fall. Ja, Berg runter, geile Karre, fliegender Teppich würde ich sagen. Boah! Alter, gehen die Dinger durch die Kurven, ey!
Oh. Step up. Boah! Alter, geil. Alter, krank! Okay. Jetzt packen wir den, Junge! Ah, fast! Oh, Alter! Oh. Junge, ist das staubig! Oh, ich sehe gar nichts! Alter! Oh! Oh! Alter! Okay. Den unbezwingbaren Berg. Was für eine Bergziege! Guck dir das an! Chillig! So, nur dass ihr mal kurz einschätzen könnt, wie steil das ist. Das Ding hier misst ja sogar den Neigungswinkel. Und das sind einfach solide 34%, die wir hier gerade ohne Probleme hochgeknallt sind. Unten war es sogar noch ein bisschen steiler, 37% hat das Teil da gesagt. Crazy. Hallo zurück. So, ich bin jetzt zweimal mit dem Teil gefahren. Hat mega Spaß gemacht. Ich glaube, ich rede zuerst einfach mal kurz über das, was die meisten interessiert. Wie geht das Ding bergunter? Ja, also Forbidden typisch, sehr satte Geometrie. Bergunter, der Hinterbau fühlt sich an wie ein fliegender Teppich. Also es verleiht sehr viel Sicherheit und ich habe mich mega wohl gefühlt. Auch der Geometrieansatz, dass man generell das Cockpit etwas höher nimmt, finde ich mega gut. Das ist sehr gelungen bei dem Rad. Ich habe ein, zwei Momente gehabt, vielleicht wo ich ein bisschen den Grip verloren habe, aber bei uns ist es auch gerade sehr trocken. Ich denke, das gehört auch noch mit dazu zu sagen. Ansonsten mega austariertes Bike, fährt sich sehr schön. Ich bin super happy nach 2 Fahrten mit der Geometrie. Es ist relativ poppy, ein bisschen härter auf jeden Fall, so generell, aber ich denke, das hängt halt auch mit dem Fahrwerk an sich zusammen. Das RockShox Fahrwerk ist generell dafür bekannt, dass es ein bisschen straffer, ein bisschen progressiver ist. Passt aber gut zur E-Bike-Geometrie generell. Bin damit ziemlich happy soweit. Ich wollte nicht, dass das so ein Sofa ist, wo ja, was alles so wegschluckt, und es soll schon auch verspieltes Bike sein. Genau, damit bin ich auf jeden Fall schon mal sehr happy. Geometrie Berg runter, Berg hoch, klettert das Ding wie Sau. Ist eine ziemliche Bergziege, ist auch schon vom M-Flow bekannt, dass der Motor einfach dich überall hochschiebt. Ihr habt es in dem Video ja schon gesehen. Wir sind da Rampen hochgefahren, da musste ich sonst immer total kämpfen, um da ansatzweise hochzukommen. Das war jetzt wirklich, bin ich da im 3. Gang hochgefahren, ohne große Probleme. Habe überlegt, ob ich den Berg noch weiter hochfahre. Das sind dann Projekte für die Zukunft. Genau, also das ist auf jeden Fall total krass. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass irgendwie die Front angefangen hat zu steigen bei dieser steilen Rampe oder das Heck durchgedreht hat. Das hat richtig gut funktioniert. Und ja, also dieses Gesamtpaket von der Bergab-Performance und Bergauf-Performance, meiner Meinung nach hängt das M-Flow auf jeden Fall deutlich ab. Das kann man gar nicht vergleichen. Bergunter gibt das einem so eine Sicherheit. Video habt ihr gesehen, Kalle, so der erste Run. Ich habe mich
einfach ganz normal gefühlt, einfach solide darunter gecruised und er hatte, glaube ich, ein bisschen Probleme mitzukommen so für die erste Abfahrt und eigentlich sind wir immer relativ gleich schnell unterwegs. Genau, also damit bin ich mega happy soweit. Klar, ich bin zweimal gefahren, ich kann jetzt noch nicht wirklich super viel über Langzeitfakten und sowas sagen. Die Schaltung ist ab und an mal gesprungen. Ich denke, das hängt auch einfach ein bisschen mit der Kraft zusammen vom ganzen System. Aber es ist auf jeden Fall Fakt, wenn du diesen Boost-Modus reinhaust, das ist wie, ich würde ihn eher so Motocrosser oder Gashahn-Modus nennen. Also dann fliegt das Ding wirklich berghoch. Das ist unfassbar und fühlt sich aber trotzdem mega stabil an. Und ich habe eine mega gute Zeit bisher mit dem Rad gehabt und ja, vielleicht erwähnenswert ist noch, wir haben hier oder ich habe hier bewusst den kleineren Akku reingebaut, also quasi das größere Bike wird ja eigentlich bei Forbidden mit dem 800 Wattstunden Akku ausgeliefert. Ich wollte aber den 600 Wattstunden Akku haben, einfach weil ich das Fahrradgewicht generell noch ein bisschen runter bekomme. Das war mir wichtig, die vergangenen Testbikes, die wir hatten, waren immer alle so 24, 25 Kilo. Ich wollte mich jetzt deutlich da runter bewegen. Bin jetzt hier bei mittlerer Ausstattung mit kleinem Akku und Pedalen bei 23,3 Kilo. Dicke Reifen habe ich noch drauf gemacht. Lenker habe ich verändert, aber das wird gewichtsmäßig jetzt kein Thema sein. Genau, aber so bin ich mega happy. Ich weiß noch nicht, ob ich auf Dauer mit den Bremsen so gut zurechtkomme. Wir werden, glaube ich, nicht so die guten Freunde. Aber da ist auf jeden Fall Potenzial, noch mal ein bisschen Gewicht rauszuholen bei dem Rad. Ja, aber ansonsten, weiß ich nicht. Ich finde es mega cool nach zweimal fahren. Und ja. Okay. Ja, euch wird wahrscheinlich noch interessieren, welches Rad ihr euch jetzt nun holen sollt. Weil es sind ja schon zwei verschiedene Bikes auf jeden Fall. Das ist, würde ich sagen, mehr das Enduro-Bike, das ist mehr das Trailbike. Für alles, was Deutschland ist, Mittelgebirge, wenn es nicht in die Alpen geht, seid ihr mit dem Light komplett perfekt ausgestattet. Ich bin mit dem 600er Akku hier auch super zufrieden. Also reichweitentechnisch kriege ich da mit Sicherheit meine 1500 Höhenmeter hin. Das reicht für mich, für das, was ich mit dem Rad mache. Andere haben da wahrscheinlich andere Einsatzbereiche und brauchen den größeren Akku. Genau. Aber geometriemäßig auch, da werdet ihr damit happy. Ja, ich wollte gerne die 160, die 150 mm haben und auch für unser Testbike, einfach damit sich die Leute ein bisschen wohler, ein bisschen sicherer fühlen. Halt mit dem Gewicht vom Light, beziehungsweise klar, Federelemente und so Reifen, das wiegt ja auch nochmal ein bisschen. Genau, aber ich denke, dass beide Räder richtig gut funktionieren. Das funktioniert auf jeden Fall richtig gut, das wird auch gut funktionieren. Die Farbe ist auch dope. Genau, und ja. Kommt gerne vorbei, stellt Fragen zu dem Rad, stellt in den Kommentaren Fragen zum Rad. Das ist ein Testbike, also ihr könnt euch gerne einen Slot buchen und das Ding mal im Gelände fahren, dafür ist es da. Ich denke, hiermit wird ein neues E-Bike-Zeitalter mal wieder eingeläutet. Und ja, auf jeden Fall ausprobieren und ja, wir freuen euch auf eure Fragen. Bis dann. Ich habe wohl gerade gesagt, wir freuen euch auf eure Fragen oder irgend sowas. Wir freuen uns natürlich auf eure Fragen.